Das hier ist eine alte PC Games, die Ausgabe 2 1995. Die ist über 30 Jahre alt und man sieht auf dem Cover schon, sie steht ein bisschen im Zeichen von Dark Forces. Ich habe es damals geliebt und ich wollte jetzt wissen, was kann dieses Spiel noch? Macht das noch Spaß? Oder ist es vielleicht einfach nur noch eine alte Erinnerung? Wir schauen es uns zusammen an. Ja, da war es angekündigt in diesem Heft und es kam leider erst einige Zeit später dann in den eigentlichen Test. Es war dann erst in der Ausgabe 595 als Testbericht drin, aber dafür war dieser Test dann umso wohlwollender. Ich habe Dark Forces extrem geliebt, ich habe das oft gespielt, ich habe das viel gespielt und es ist ja auch der Auftakt zu einer richtig grandiosen Reihe gewesen, nämlich der Jedi Knight-Reihe, die sich rund um Kyle Katarn dreht und seine Rückkehr zu den Jedi, seine Freundschaft zu Luke Skywalker und. Ein paar richtig gute Spiele kamen dann noch später raus, aber auch schon das erste war für mich ein besonderer Hit. Mal gucken, ob es das noch kann, ob es jetzt noch Spaß macht. So, los geht's. Ja, LucasArts ist für mich einfach eines der schönsten Logos. Wenn ich das gesehen habe, dachte ich, okay, jetzt geht's los, jetzt kommt ein gutes Spiel. Okay. Oh, diese MIDI-Musik ist aber schon krass, ja, also, nun ja, da hat sich wohl die Emulation etwas vergriffen. Eieieiei, naja, wir halten's aus. The new order of the Empire stretches its evil clutches across the galaxy, consuming planets with devastating results. Through many struggles, the Rebel Alliance has learned a new Imperial battle station, the Death Star, with enough power to destroy an entire planet. Unable to acquire the plans to the deadly space station, the rebels have employed the skills of Kyle Katarn. Known to most as a mercenary for hire, Katarn is a rogue figure who has a partial alliance with the rebels. Armed only with a blaster pistol and ja, genau, wir gehen mitten rein nur mit einem Blaster. Katarn prepares to infiltrate the Imperial base in which the plans are kept. Sehr schön. Es hat natürlich den Star Wars Bonus und auch hier ist so, die Schrift ab der Hälfte kann man sie nicht mehr lesen, weil VGA-Grafik und so, naja. Da ist er mit seinem Schiff. Dark Forces. Gab es doch noch ein Intro, oder? Nein? Secret Base ist auf jeden Fall die erste Mission. Und ich erinnere mich noch, Dark Forces hatte nicht sehr viele Zwischensequenzen oder sonst irgendwas. War ich da ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir von LucasArts etwas mehr versprochen. Es waren vor allem Beschreibungstexte. Und ja, da ging es dann drum, was ist los, was müssen wir holen? Wir müssen eben die Todessternpläne klauen. Ihr wisst mittlerweile, Kyle Katarn und der Diebstahl der Todessternpläne ist natürlich nicht mehr Kanon. Los geht's. Wir steuern es mit der Maus. Normalerweise, früher hat man es über die Tastatur gesteuert. Und wir können auch, man sieht es, nicht hoch und runter gucken. Es bleibt links, rechts, denn hoch, runter. Hoch, runter war nämlich in dieser Engine, ich zeig's euch gleich. Hey! Dieser Engine gar nicht so einfach möglich. Es war so mehr 2,5D, man hat Bild auf und Bild abgedrückt. Und dann sieht man, es geht zwar, aber es hat irgendwie so eine leichte Verzerrung. Und ja, es ist eben noch eine der alten Engines, die waren noch
ein bisschen, sagen wir mal, Fake 3D. Aber man konnte schon springen und kriechen. Das konnte Doom nicht. Und man hatte den Star Wars Bonus. Na, Sturmtruppengewehr, das ist natürlich eine feine Sache. Hohe Schussfrequenz, geringe Trefferwahrscheinlichkeit. So, wir haben den roten Schlüssel. Also man sieht auf die Entfernung, ist das tatsächlich nicht die Waffe der Wahl. Man sieht, wenn man auf die Richtung hält, dann schießt er auch automatisch nach oben. Oh, wow, wow, wow. Na. Geh mal lieber rein, hier ist zu viel Regen. Also was halt genial ist, mal abgesehen von der Musik, diese Star Wars Sounds. Überhaupt diese großen Aufzüge, das alles, das fand ich echt, das mit den Soundeffekten. Grandios. Klar ist natürlich grafisch nicht mehr so, es ist etwas grobkörnig geworden. Aber ich muss sagen, es hat insgesamt weniger gelitten als diese Zwischenstufe an 3D-Shootern, die dann ausschließlich auf Polygongrafik gesetzt haben. Gerade bei den Figuren, ich muss sagen, die sind wesentlich schlechter gealtert. Also das hier lässt sich doch immer noch ganz gut spielen. Man sieht, wir haben kein Zielkreuz. Er hat ein leichtes Auto-Aim und er zielt eben auf die Mitte. Was ich damals genial fand, dass die Waffe von der Seite kommt und so leicht und nicht so ganz von vorne mittig, das fand ich irgendwie total cool, diesen Effekt. Da sind sie. This is too easy. Now to get to my ship. Schön, dass sie dann immer noch rufen und einen anschreien. Mission Objective complete, da kommt das Schiff. Und damit haben wir die erste Mission schon beendet. Next Mission. Ja, natürlich. Kyle delivers the plans to the Rebel Alliance. Soon afterwards, the Death Star is destroyed. But even as the Alliance celebrates this victory, another sinister plot is set in motion that will become an even greater concern for the Rebellion. Ja. The Emperor has approved your test demonstration, General Monk. Thank you, Lord Vader. What I unveil today will mark a new era for the Empire. We will be able to decimate the rebels just as we did the Jedi Knights. At last, the Emperor's war will be filled only with the glory and beauty of decisive victory. A noble cause, General. I hope the demonstration lives up to your claims. Proceed. With pleasure. Dark Trooper, release. Also muss man natürlich sagen, im Vergleich jetzt zu Wing Commander 3 sind natürlich das jetzt von den Videosequenzen her, da kam es natürlich nicht ganz mit. Also das muss man sagen, da war Wing Commander 3 absolut überlegen.
schießen sie die ab und dann macht's da unten blub, 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 blub. Man sieht aber von der Action gar nichts. Tja, schade, schade. Very impressive, General. The Emperor will be most pleased. Continue with your project. Certainly, Lord Vader. Thank you, Commander, for responding at such short notice. The Empire has been keeping us on the run since the destruction of the Death Star. 5 days ago, the Empire attacked one of our secret bases in the city of Talay. This is Tech Base to anybody out there. Please, we're under Imperial attack. There was no fighting at all. Total devastation. They broke through our shield. They broke through our shield! Tak Base was destroyed within minutes. Many innocent people in the surrounding city as well as the rebels. Das war dann wohl diese Demo, ne? Die er gerade gezeigt hat, diese Demonstration. An act of retaliation for the destruction of the Death Star. Interesting. This looks like it could be a normal Imperial attack, except for those sounds. Very perceptive, Commander. I know you understand that all we discuss here is classified. This Imperial officer, Crix Medine, wishes to defect to the Alliance. He has supplied us with information on the development of a new Imperial weapon. Those sounds you heard, we believe, come from that weapon. A new type of stormtrooper. Crix Medine, schön, wie er sich so einfügt in die Filmhistorie. A trooper that can take out a rebel base that quickly? I should have kept working for the Empire. The Rebel Command is not taking this lightly. They have authorized me to hire you to find out if there is a threat, and if there is, to shut it down. That is, if you are still on our side. This could be interesting. Alright, I'm in. But I think I'll need some help on this one. I want Jan Ors as my mission officer. Certainly. Then I will let Jan brief you further on your mission objectives. Thank you, Commander, and may the Force be with you. Und da geht er. Ja, es war jetzt doch ein bisschen Videosequenzen natürlich, aber es wird dann weniger. Es hat nicht diesen Umfang wie die anderen Spiele dieser Zeit manchmal. Das war ein bisschen schade, aber auch gerade die Jen sieht man da nur als Hintergrundbild. Nun ist es so, ich spiele diese Spiele ja deshalb, weil ich wissen möchte, wie fühlen sie sich noch an nach so langer Zeit. Und dabei geht es mir ja darum, sie so zu spielen, wie sie damals waren. Bei Dark Forces gibt es tatsächlich ja das Remaster. Und ich muss sagen, dieses Remaster ist so gelungen, dass wir jetzt mal einen Blick drauf werfen. Und da sind wir auch schon mittendrin in der Mission und augenscheinlich hat sich zunächst einmal gar nichts verändert. Wir haben ein Zielkreuz bekommen, links, rechts, und wir können nach oben und nach unten schauen, so richtig. Tja, und wenn man dann die magische Taste drückt, Achtung, dann sieht das Ganze plötzlich so aus. Natürlich ist es grob geblieben, es ist nicht wahnsinnig ausgestaltet, aber es ist, glaube ich, das Beste, was man aus so einem alten Titel machen kann, ohne ihn allzu sehr zu verändern. Und deshalb kann ich euch nur sagen, wenn ihr Star Wars Dark Forces noch einmal erleben wollt, kann ich es wirklich empfehlen. Dieses Remaster ist wirklich gelungen. Also man kann umschalten, dann sieht man, wie es aussah. Es hat leider in dieser neuen Version so einen leichten Halbzeilenfehler. Und diese neue Fassung, die ist wirklich richtig, richtig klasse. Stop where you are. Hoppala, bin ich erschrocken. You there. Man sieht hier die
Karte ist immer noch wie früher. Es ist immer noch diese 2D-Karte. Es ist ja auch diese alte... Engine so im Nachbau noch geblieben. Das heißt, die haben sich da wirklich die Mühe gemacht, das Ganze so aussehen zu lassen, wie es eben war. Ah, das ist die Lampe. Was ich schön finde, sie haben tatsächlich bei dieser Version auch diese Sprite-Figuren belassen und keine richtigen 3D-Polygonen. Manu, geht gar nicht auf. Ach so, kommt man da gar nicht rein. Ah, ist ja blöd. Wo will ich dann hin? Ja, dann gehen wir mal nach oben rüber. Komm, wir springen über den Balkon. Autsch. Das Schöne ist, man kann da wirklich jetzt durchflitzen. Es hat ein sehr hohes dynamisches Tempo. Supercharge. Sehr schön. So, Stromversorgung wiederherstellen. Das fand ich ja damals schon genial. Diese großen Maschinen, die überall waren, das fand ich, das hat so richtig Spaß gemacht. Schalten wir die Taschenlampe wieder aus. Das war für mich so richtig Star Wars-mäßig große Maschinerien und Dinge, die einfach sich bewegen. Ja, da sieht man, da liegen sie überall, die Armen. Sehr schön. Von wegen Sturmtruppen treffen nix. Also, das ist doch gar nicht so ohne, was die hier abliefern. Naja, hat kein Wert. Stop where you are. Ja, so cool. Jetzt fährt dieses Ding um einen rum. Man sieht es auch auf der Karte. Und dann macht er hier drüben auf. Ich finde es klasse. Also diese Maschinen, das fand ich richtig klasse. Damals schon. Und das ist immer noch klasse. Nö, ich gebe nicht auf. Also wir spielen das Ganze jetzt auf Easy. Dadurch sind es deutlich weniger Gegner. Ich spiele normalerweise auf Medium, aber da ist es schon ganz knackig. Da sind wirklich viele von denen unterwegs. Und das dauert mir jetzt einfach zu lang. Deshalb haben wir es jetzt auf Easy stehen. Hoppla, so viele.
Also ich muss sagen, Bild und Ton waren damals einfach schon grandios. Also auch wenn man diese alte Pixelgrafik nimmt, die Soundeffekte waren einfach grandios. Also ein richtig guter Star Wars Shooter ohne Schnörkel und Schnickschnack. Und das ist auch so geblieben. Go ahead, Kyle. Looks like I found something that can help us out. Get back to the landing pad and I'll meet you there. Ah, sind welche dazugekommen. Ja, dann. Na. Krieg ich hin. Ah. Natürlich. So, klasse. Also ganz ehrlich, das macht immer noch Spaß, das Spiel. Das macht auch in der alten Version noch Spaß. Also ihr könnt es wirklich auch in der Originalversion noch gut spielen. Wobei, dann empfehle ich euch, nehmt das Original. Das läuft besser, das läuft schöner. Weil hier ist doch irgendwie, ich habe so leichte Schlieren drin, das ist einfach nicht optimal. Also wenn ihr es im Original spielen wollt, dann nehmt auch wirklich das Original. Wenn ihr es aber noch einmal erleben wollt, dann kann ich euch nur ans Herz legen, nehmt die Remaster-Version, die ist wirklich gelungen. Extra Life. Da waren wir vorhin, da war es dunkel, ne? Genau, jetzt sind wir da. So, und da sind wir am Landing Pad. Da kommt auch schon die Jan mit unserem Schiff. Mission Objective Complete. Also man sieht wirklich, sie haben das wirklich... Sie haben das wirklich 1:1 umgesetzt. Es ist alles so geblieben, wie es war. Also wirklich das Remaster eine ganz, ganz geniale Sache. Da muss man jetzt diesen Moff Rebus finden. Die Mission mag ich tatsächlich nicht. Wir schauen uns die Research Facility an und gucken da noch kurz rein. Also auch hier diese Level, die waren natürlich nicht so schmuck, ne? Also das ist auch im Original so, wenn man umschaltet, ist halt pixelig gewesen. Aber ich fand diese Bergwelt, diese große, weite Bergwelt, die fand ich echt klasse designt. Es war halt so, ne? Die Grafik war noch nicht so herausragend. Ging ja nicht anders. Komme ich da rein? Nein! Ah! Da hätte ich... Ah, doch, ich dachte schon, ich bin falsch gelaufen jetzt. There he is, stop him! Ja, wie komme ich da rein? Hallo, lass mich doch rein.
Keine Ahnung, ich habe das ewig nicht mehr gespielt. Ich mag nur dieses Vorlevel mit diesen... Ah, hier kann man rüber. Mit diesen Abwasserkanälen, das mag ich überhaupt nicht, weil da sind diese Viecher immer drin und die finde ich irgendwie überhaupt nicht nett. Okay, das war zwar das Extra Life, aber da war ich drin. Er piept. Ah. Da können wir einfach reingehen. Hoppla! Sorry. Ah. You there, stop where you are. Kein Eingang? Offensichtlich nicht. Nee, das ist es wohl nicht, der Eingang. Dann gehen wir ein Stückchen zurück. Vielleicht ja hier. Ah, da ist ja eine Trainingskugel. Der hat den Luke schon nicht getroffen. Lüftungsschacht ist gut. Hoppla, Entschuldigung. Na da ist er kaputt. Nerviges Viech. In den Fuß geschossen, es tut mir leid. Ja, da sind wir doch richtig. Diese Facility, dieses Design ist schon cool. Oh, da ist irgendwo eine Automatikkanone. Da ist sie. Ah, die zieht rein. Tür ist wieder zu. Dann machen wir die doch nochmal auf. Und los geht's hindurch. Oh oh. Da ist eine. Ach, verdammt nochmal. Bekommt ihr später auch noch andere Waffen dazu? Wir haben jetzt nur die eine. Sehr schön.
Levels sind wirklich riesig und auch verschachtelt. Aha. Sehr schön. Schauen wir mal, was da sein. Hoppala! Code Key, sehr schön. Den brauchen wir bestimmt noch. Gehen wir hier weiter. Ah! Was habe ich nicht gesehen? Ah, da ist sie. Das wirft sich ja. Na super. Also die Wurftechnik ist ja... Machen wir das so, komm. So. Gib immer noch nicht auf. So, hä? Verdammt. Tja. Dann gehen wir wohl zurück ein Stück. Hier waren wir noch nicht. Oh je. Code, na toll. Und wo sehe ich diesen Code? Ah, hier, guck mal, da. So ein Häkchen, ein Dreieck und ein D. Das könnte es sein, oder? Sieh dir. Na, weiß es nicht genau. Ja, das war's doch. Oh, ich ahne was. Das ist wieder eines dieser Riesen. Wow. Wow. Genial. Eines dieser riesen Settings, die habe ich bei Dark Forces damals schon geliebt. Und ganz ehrlich, schaut euch das auch im Original an. Das ist einfach grandios. Also, das ist grandios, es bleibt grandios und das wird auch immer grandios sein. Da war eine Kanone.
Aber hätte ich da jetzt rankommen können? Nee. Ah, der eine Hebel rotiert. Ja. Die Frage ist, was kann ich da jetzt tun? Irgendwas hat sich getan. Die Frage ist, was? So, jetzt können wir da drüben rein. Und ihr seht, es macht es sich auch gut, dass man so schnell laufen kann. Dann ist es nämlich einfach bedeutend. Und wieder hoch. Naja, wir laufen ja gerne. Sehr schön. Ich verstehe nicht ganz, was... Schau mal. Vielleicht hat sich irgendwas getan. Ich habe ja jetzt alle aktiviert, alle Schalter eigentlich. Ah, hier ist aufgegangen. Schaut mal. Sehr schön. Some interesting looking metal. I think this may offer some important clues. That's what we need. Let's get out of here. I'm getting nervous. Wieso? Jetzt bin ich doch noch da unten reingefallen. Ich Blödkopf. Oh, Freunde. Egal. Also man sieht ganz eindeutig, egal ob man es in der alten Variante spielt oder im Remaster Dark Forces, bleibt, finde ich, ein guter Shooter, der immer noch Spaß macht. Natürlich ist es grafisch auch absolut nicht mehr up-to-date, aber ist ja ganz klar, wir spielen ja ein 30 Jahre altes Spiel. Insofern, Spielspaß ist immer noch da. Ich gucke wahnsinnig gerne auf dieses Spiel und mir macht es auch immer noch Spaß. Und zwar egal, ob in der alten Fassung oder in der Remastered-Fassung. Wenn ihr allerdings den Retro-Look haben wollt, empfehle ich tatsächlich die Originalfassung. Die finde ich dann doch etwas netter von der Darstellung her. Das funktioniert bei mir tatsächlich in der Darstellung etwas besser mit den alten Pixeln als in der neuen Fassung. Da nimmt man dann wirklich diese knacke, scharfe Grafik. Schön finde ich am Remaster, dass sie einfach den Original-Spirit beibehalten haben. Und zwar wirklich, wirklich. Aber wir schauen noch mal auf den Testbericht vom alten Spiel. Damals war die PC Games sehr begeistert. Also man sieht ja, es war natürlich Spiel des Monats. Es hatte einen großen Testbericht, sehr viele Screenshots und Zusatzkästen und wirklich ein großes Lob der Redaktion an LucasArts für diesen sehr, sehr gelungenen Shooter der damaligen Zeit. Natürlich, Star Wars Lizenz war ein Bonus und für mich mehr als ein Bonus, weil ich habe Star Wars einfach geliebt damals, ich liebe es immer noch und wir hatten ja nicht so wahnsinnig viel Überfluss an Material, was Star Wars angeht. Insofern war sowas natürlich was ganz Besonderes. Es war spielerisch sehr gut, es war auch technisch sehr gut. Es hätte vielleicht von der Ausgestaltung optisch noch ein bisschen mehr sein dürfen. Ich meine, kurz vorher ist Wing Commander 3 erschienen, das war natürlich eine Messlatte weit, weit drüber. Also ich finde, da hätte sich LucasArts wirklich noch mal ein paar Zwischensequenzen überlegen können.
Sei es drum, es war ein gutes Spiel und es war auch sehr spielbar. Selbst auf einem 486er der Mittelklasse, den ich dann hatte, war es mit etwas verkleinertem Bildausschnitt durchaus problemlos spielbar und hat richtig viel Spaß gemacht. Bild war okay, Ton und ja, Ton natürlich sowieso. Star Wars Sounds sensationell. Was man übrigens nicht vergessen darf, Dark Forces wurde kurz nach seinem Erscheinen indiziert. Ja, das war damals so, ne? Da war das böse Medium Computerspiele noch viel, viel böser als heute und Dark Forces kam auf den Index und wurde erst im Jahr 2020 dann automatisch von der Liste gestrichen. Und die Begründung liest sich einfach historisch. Ich lese euch mal was vor. Ein Antrag des Stadtjugendamtes Frankfurt war ausschlaggebend für die Indizierung und der Antrag des Stadtjugendamtes Frankfurt lautete folgendermaßen: Bei diesem Spiel handelt es sich um ein reines Schieß- und Menschenvernichtungsspiel, das an Härte und Brutalität kaum Wünsche offen lässt. Mitleid und Mitgefühl finden in diesem Spiel keinen Platz. Der schnelle und zielgerichtete Einsatz der eigenen Waffe ist unumgänglich, da sonst die eigene Vernichtung droht. Das Spiel erscheint für Kinder und Jugendliche in höchstem Maße verrohend. Nun, was soll ich dazu sagen? Gewalt in Computerspielen ist sicherlich ein Thema und mit Sicherheit war Dark Forces ein Shooter der Extraklasse, wo es einfach darum ging, gegen das Imperium zu kämpfen. Aber ich muss gestehen, ich habe mich da jetzt nie so gefühlt, als würde ich ein Menschenvernichtungsspiel spielen. Es war einfach Action, es war halt Star Wars und mein Gott, ja, war so, oder? Ich glaube, das brauchen wir jetzt auch nicht diskutieren, das führt zu gar nichts. Es gibt sicherlich Spiele, die sind für Kinder nix, da bin ich absolut der Meinung. Aber das, was wir damals hatten, gerade Dark Forces, es war ja unblutig. Es war für mich einfach Star Wars, es war ein Actionspiel und mehr war es für mich auch nicht. Und ich habe es gern gespielt, ich habe es oft gespielt und ich habe mir wirklich ja nichts dabei gedacht. Und ich glaube, ich bin dann doch später auch ein ganz vernünftiger Erwachsener geworden, trotz oder vielleicht gerade, weil ich Dark Forces gespielt habe. Tja, wie seht ihr das? Gewalt in Computerspielen? Großes Thema oder manchmal doch sehr aufgebauscht? Es gibt da sicher andere Vertreter außer Dark Forces, die wesentlich tiefer in eine brutale Kerbe geschlagen haben. Wollen wir es nicht ausführen. Jedenfalls war es toll, dieser Blick zurück. Dark Forces ist für mich gar nicht so lange her. Ich habe nämlich durch das Remaster vorher schon mal einen Blick drauf geworfen gehabt. Das heißt, ich wusste in diesem Fall, was mich erwartet. Und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich immer noch. Retro-Version oder Remastered, das überlasse ich euch. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Blick auf einen guten Shooter aus den 90er Jahren. Danke fürs Zuschauen. Es wäre toll, wenn ihr auch in eines meiner anderen Videos wieder reinklickt und noch ein bisschen auf meinem Kanal verweilt. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen. Dann sehen wir uns vielleicht demnächst auf meinem Kanal wieder.